Auf dem Gipfeltreffen in der russischen Stadt Kasan demonstrierten die Mitglieder der BRICS wie auch des BRICS-Plus-Formats ihre Einigkeit nach außen. So resümierte der russische Präsident Wladimir Putin zu Frieden: Состоявшиеся обсуждения вновь продемонстрировали, что государства объединения разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства, сообща работают во имя процветания и благополучия наших стран и народов. Государства БРИКС солидарно выступают за активизацию сотрудничества на мировой арене на основе ключевых принципов Устава Организации Объединенных Наций. Сообща стремятся всячески способствовать формированию справедливого многополярного миропорядка при решающем участии стран глобального Юга и Востока в системах международного управления. Schon unmittelbar vor Beginn des BRICS-Gipfels deutete sich ein Ereignis von historischer Tragweite an: die Einigung zwischen Indien und China in den noch offenen Grenzfragen beider Länder. Am Montag berichtete das indische Außenministerium: Over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. And we will be taking the next steps on this. Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas. And this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. Indien und die Volksrepublik China haben eine etwa 3400 Kilometer lange Landgrenze zueinander. Umstritten sind insbesondere Gebiete in der Region Kaschmir, wo beide Seiten sich vorwerfen, Teile ihres Territoriums besetzt zu halten. Im Jahr 1962 forderte der indisch-chinesische Grenzkrieg über 2000 Menschenleben. Die Grenzziehung blieb in der Folge ungeklärt. Zuletzt starben im Jahr 2020 3 chinesische und 20 indische Soldaten bei Gefechten entlang der Grenze. Eine der Folgen war die Aussetzung von bilateralen Treffen zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und dem indischen Premierminister Narendra Modi, trotz der Mitgliedschaft beider Nationen bei den BRICS. Am Mittwoch kam es beim BRICS-Gipfel in Kasan zu dem historischen ersten Treffen zwischen Xi und Modi seit 5 Jahren. Die beiden Staatschefs begrüßten sich offenherzig und sprachen über die gemeinsame Zukunft ihrer Nationen. In 5 years' time, both the people in our two countries and the international community are paying great attention to our meeting. China and India are both ancient civilizations, major developing countries, and important members of the global South. We are both at a crucial phase in our respective modernization endeavors. It best serves the fundamental interests of our two countries and two peoples, for both sides to keep to the trend of history and the right direction of our bilateral relations. Excellency, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है. Für den Westen und besonders für die USA ist die diplomatische Annäherung zwischen Indien und China ein Rückschlag in ihren Bemühungen, Indien für sich zu gewinnen. Washingtons Geostrategie sah bislang vor, Indien gegen China in Stellung zu bringen und damit den globalen Einfluss der BRICS zu bremsen. Als Grund für das Scheitern der US-Strategie erklärt die Expertin für internationale Beziehungen, Prof. Dr. Fozia Nasir-Lone von der Universität Hongkong, dass sich Indien nicht länger vom Westen instrumentalisieren lässt. Internationally, some of the countries like the United States, which have a rift with China, that's very known, and they're using, many times people might say they use India as a pawn to actually counter the China.
nonetheless, they themselves also see themselves as victims of colonialism, and therefore they would not agree to any outsider telling them what to and how to solve their border disputes. Nach außen geben sich die USA jedoch gelassen. Angesprochen auf die Erfolge des BRICS-Gipfeltreffens antwortete das US-Außenministerium: we're not looking at BRICS as an evolving into some kind of geopolitical rival. That's not how we look at it, to the United States or anyone else. And so we're going to continue to work with our relationships, our partnerships, whether it's with Brazil, India, South Africa. And so we're going to continue to manage certainly those relationships and with China, for example. And so that's going to be our focus right now. Während die USA sich sichtbar schwer tun, ihre geopolitische Ausrichtung hinsichtlich Indien und China zu justieren, bedeutet die diplomatische Annäherung zwischen Indien und China für die BRICS eine wichtige Stabilisierung und die Grundlage für eine konsensbasierte Zukunft. Daher kann das Treffen zwischen Modi und Xi als ein Höhepunkt des gesamten Gipfels angesehen werden. Das indische Außenministerium zieht eine positive Bilanz. Prime Minister Modi underscored the importance of not allowing differences on boundary-related matters to disturb peace and tranquility. Two leaders also reviewed the state of bilateral relations from a strategic and long-term perspective. They were of the view that stable bilateral relations between India and China, the two largest nations on earth, will have a positive impact on regional and global peace and prosperity. Ob mit dem Treffen zwischen Modi und Xi tatsächlich alle Ungereimtheiten aus der Welt geschaffen sind, bleibt aber fraglich. Das verloren gegangene Vertrauen zwischen Indien und der Volksrepublik China wird Zeit brauchen, um wieder zu wachsen. So betont etwa der renommierte chinesische Militärexperte Song Chongping: 我们需要谨慎地来看待中印之间所达成的这份协议，也就是中印之间确确实实这个矛盾是由来已久。刚才我已经提到，中印之间的边界其实历史上并没有完全划定。 所以印度方面呢，又顽固地坚持用所谓殖民线来划界，这个是我们所坚决不答应的。那么从中国的角度，我们是希望和印度发展全面的友好关系。中印之间如果除了边界问题的话，我们更多的是合作伙伴，而并非是竞争对手。但是现在有一个不好的大环境，就是美国的印太战略。美国的印太战略也好，美国的四边会谈机制也好，都把印度要拉入进。 Der sogenannte quadrilaterale Sicherheitsdialog ist eine von den USA geformte Militärkooperation zwischen ihnen, Australien, Japan und Indien. Aus der Sicht Pekings dient dieses Format dazu, den chinesischen Einfluss im Indopazifik einzudämmen und Indien gegen China in Stellung zu bringen. 四边机制在美方的印太战略中被定位为地区的首要领导机制，是美国围堵中国、维护美霸权的一个工具。 印太战略试图以炒作中国威胁，凝聚排华恶华的共识，试图以涉海的议题纠集军事安全合作，意图和手法如出一辙。美方口口声声说不针对中国，但峰会的第一个话题就是中国，峰会还处处拿中国说事，这是睁着眼睛说瞎话。 连美国媒体都不相信。 Auch auf indischer Seite gibt es Vorbehalte gegenüber China. Insbesondere die drückende Macht der chinesischen Wirtschaft besorgt die indischen Unternehmen. Daher rät der indische Wirtschaftsexperte Akash Jindal zu Vorsicht gegenüber China. The meeting of Modi and Jinping is definitely going to have things move in the right direction. Up to what level China would let it happen depends, but definitely meeting between Modi and Jinping is going to be good for both the economies, both the countries, South Asia as well as the entire world. Cautious. We should be cautious. I mean, if the tension de-escalates in the future also, if it remains de-escalated, it's good. But we should always be cautious. We should always be on the watch. Because China, end of the day, has been China, is China. So we have to be very cautious. So ultimately, I would finalize by saying things are moving in the right direction. No two views about it. It would be good for us being friends with China. But
we have to keep our eyes and ears open and we have to be very, very cautious. Was meint ihr? Ist mit dem Treffen zwischen Modi und Xi ein Durchbruch gelungen für die Annäherung Indiens an China? Welche Bedeutung hätte eine indisch-chinesische Freundschaft für die BRICS und die multipolare Welt? Oder wird es den USA erneut gelingen, Zwietracht zwischen Neu-Delhi und Peking zu schüren? Schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare. Liebe Zuschauer, wenn euch unsere Beiträge gefallen, teilt sie unbedingt in den sozialen Medien. Abonniert unseren Kanal und drückt auf die Glocke, damit ihr keine Veröffentlichung von Gegenpol verpasst.